28 Angler. Die Zeichen stehen auf Go, Alter. 9 Nationen. Oh, Mama Mia. 4 Finaltickets. Yes. 3 Zielfische. Oh mein Gott, ist das geil. Ein Finale an einem unbekannten Ort. Und ein Pokal. Der YPC Bank 2025 wird präsentiert von Shimano, Closer to Nature, Closer to People, Hearty Wise, Feel the Difference und LMAB. Every great story starts with a cast. Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur 18. Episode des YPC Bank 2025 und damit zu einer entscheidenden. Heute werden die ersten 2 Finaltickets vergeben. In der Zwischengruppe A, B haben Markus van Ooy mit 3 Zandern und Titelverteidiger Toon van Ham mit dem Triple aus Barsch, Hecht und Zander zwar schon zaghaft die Hand danach ausgestreckt, de facto ist vor den verbleibenden 5 Angelstunden aber noch alles offen. Sowohl Ino Taminga als auch David van Manen waren jeweils doppelt erfolgreich. Für Roman Chakuzzo spricht ein bärenstarker Zander und der zum Mitfavoriten avancierte Daniel Weyers konnte am Morgen zwar nicht den erhofften 40+ Barsch erbeuten, dank eines soliden Polderhechts hat der Niederländer aber ebenfalls noch alle Chancen, bei seinem Debüt den Durchmarsch zu schaffen. Dafür allerdings sollten seine nächsten Spots liefern. Okay. New spot. New chances. Again, a Zander spot because I didn't get a Zander on my last spot. Which kind of sucks because I want to fish in the city because I have a bigger chance there on a mixed card. I can catch pike, Zander and perch on the same area. But right now I think I have to focus on what's easy and what's sizable because I need more fish. I only have 1 fish, a nice pike, but I'm gonna need a full card with some decent fish. And especially if I'm not gonna be able to catch a big perch, then I need some decent Zander. And this is a spot where you can catch good Zander, 60+. So I hope I get 1. Or 2 or 3, and then I go into the city to get the full card and top water points. I won't get a pike here, so I don't need to fish very thick. I'm gonna fish 1 rod drop shot, 1 rod with a jig head. Let's see if I can get something. Willkommen am Mülleimer. Ich wechsle jetzt noch mal eben auf meine Barschroute den Köder und wir haben jetzt hier einen Steg, der auf unserem Weg liegt zur nächsten Brücke. Da werde ich jetzt eben ein bisschen so ein Vertikal-Schleppmanöver machen. Das heißt, ich zupfe den Köder so 15 Meter hinter mir her und versuche dann so eine Art Jiggen zu animieren dabei. Ich werde den Köder einfach hinter mir her schleppen, so 15, 20 Meter hinter mir und immer mal wieder so leicht anzupfen. Da es hier nicht so viel Struktur gibt und das Ding auch Schatten bietet, steht da auch immer gerne mal ein Fisch. Und ich würde jetzt aber einen kleineren Köder nehmen, weil ich da auch mal mit dem Barsch rechne. Und dann geht es zur nächsten Brücke. Das ist übrigens auch eine sehr gute Technik am Kanal oder sowas. Den Köder an der Spundwand runterlassen, vorlaufen und mit einer ganz langsamen Laufgeschwindigkeit, wie beim Schleppen eigentlich, immer mal wieder einen kleinen Zupfer geben und an der gestrafften Schnur den Köder absinken lassen. Dann merkt ihr, der kommt einmal auf, dann zupft ihr ihn wieder an. Man muss so ein bisschen experimentieren mit dem Ködergewicht, also mit dem Bleikopf und der Laufgeschwindigkeit. Und dann kriegt man da eigentlich immer einen ganz guten Takt rein. Und das ist sehr effektiv, um viel Strecke zu machen am Kanal. Kann man gut mal ausprobieren, auf der Schattenseite natürlich. So Leute, ein letzter Spot auf Zander jetzt noch. Ich stelle mir jetzt einen Timer, 5 Minuten Jiggen, 5 Minuten Dropshot, dann Seite wechseln, 5 Minuten Jiggen, 5 Minuten Dropshot, dann weg hier. 73er Zander ist saustabil und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher mit den Hechten. Deswegen werde ich jetzt nur noch hier einen schnellen Versuch machen. Im Training hatte ich hier halt einen 76er. Wenn der noch reinfliegen würde, das wäre richtig geil. Und deswegen machen wir jetzt mal wieder hier das Brückengame. So here we are back at the polder that I discovered last week, a couple of days ago. And let's get some pike, fill up that card, and after that we can continue for perch fishing, my favorite style.
I'm using a soft bait here, 5 grams. And yeah, let's see. The only thing is that there is already an angler there. And hopefully he hasn't done this part of the water. Ja, wir sind jetzt hier wieder am Wasser, gleiches Gewässer, andere Stelle. Es ist für den Kameramann und für mich ein bisschen rumkraxeln, aber hier gefällt es mir deutlich besser. Ich dachte, ich habe einen Ultrabiss, aber nur einen Hänger gezogen. Hier ist die Steinpackung etwas steiler. Gefällt mir grundsätzlich deutlich besser. Aber ich hoffe jetzt nur, ich kriege den Hänger noch gelöst. Sowas von reingekurbelt. Hey. Oh no. So, sir. Wait. Let's make a few casts here. Super shallow. Or a big sander, super shallow. But you don't get in between because big one. Big fish. Bigger fish, for sure. Oh, same size actually. Okay, so for everything there is a first time, but that's what you have with light jigs. It's like 50 centimeter, I guess. 52. Yeah. That's the good thing about 2 gram jigs. They always take it deep because it's so light. That's also the thing. The heavier you fish with jig heads, the easier you will lose fish. Unless you have to by current, but under this kind of bridges, it's very important to fish super slow. Dieses ultraleichte Zanderangeln in Zeitlupentempo, auf jeden Fall etwas, das wir aus diesem YPC mitnehmen. Derweil buhlt Ino um die Anerkennung seines äußerst fachkundigen Begleiters. Das war er doch. Hier zu angeln ist immer ein schmaler Grat. Mein Kameramann Juli, entweder verdreht er die Augen, wenn ich schlecht werfe, oder macht so. Ich versuche möglichst oft, das hervorzurufen. Klappt leider so in 40% der Fälle. Meistens kriege ich das hier. Aber damit muss ich leben. Noch ein sehr guter Wurf. So ein Wurf. Next spot, another bridge. Let's go. Das ist wieder ein guter Zander. Ja! Ein bisschen Risiko, bam! Oh, ist das eine Keule. Das ist auch ein 70er. Oh, ich kann nicht mehr. So, messen und schnell weg hier. Dieser Skeletonius, ein Einschlag vom Allerfeinsten. Ich hatte noch nicht mal richtig Köderkontakt. Bam! Oh. Okay, we have 70. Ja, 74. 74er, 73er, 74er Zander. Wenn die Barsche beißen, dann wird das ein geiler Tag heute. So, schnell zurück damit. Ja, in der letzten Staffel gab es ja Kommentare, die Fische von oben nicht runter zu werfen. Ich wäre jetzt auch der Meinung, hier ist tiefes Wasser, dass man den plumpsen lassen könnte. Bei einem 73er muss das aber absolut nicht sein. Deswegen kriegt er hier einen ganz wunderschönen Kescher-Release und Tschüssikowski. Geil. Absolut geil, braucht man nicht viel zu sagen. Wenn es so weitergeht, dann ist die Welt total in Ordnung. Am Morgen hatte Roman mit sich selbst zu kämpfen. Inzwischen steht der Potsdamer aber mit einem kaum zu schlagenden Zander-Score da. Jetzt müssen Hecht und Barsch folgen. Ton dagegen hat bezüglich der Full Card die Qual der Wahl.
Okay, so this bridge was unsuccessful. We need still one more fish to fill the cart. And what we're going to try is canal fishing. So we're going to outflows, and in these outflows I know there can be some big sanders. In training we caught a few big sanders. I've before caught an 87 there, so I tied a special big drop shot to go all in for a big sander. So let's go. Ching. Alte Angelschnur. Könnte ein Barsch sein. Kleiner Zander. Vermutlich kein Maß haben. Okay. So, der hat sogar 43. Richtig? Ja. Ich werde den Fisch hier nicht so lange rummachen. 43er Zander. Gerade so maßig, aber kommt auf die Karte. Ich setze ihn schnell wieder rein. Puh. Ja, es sind echt diese ganz, ganz flachen, dunklen Röhren, in denen die Fische hier stehen. Hier ist ein bisschen Strömung draus, sehr flaches Wasser. Und ich dachte, nachdem ich das von der anderen Seite eigentlich schon relativ gut ausgeworfen habe, dachte ich zumindest, dass ich hier vielleicht noch einen Barsch erwischen kann, weil hier so der Kernschatten drauf steht. Dritter Fisch auf der Karte. Größenmäßig wahrscheinlich keiner, der uns so richtig hilft, aber natürlich freue ich mich. Also, ja, nimmt den Druck so ein bisschen auf von unserem zweiten Platz, weil, also nicht in der Tabelle, sondern dem zweiten Angelplatz, denn um da hinzukommen, wird es nochmal eine lange Fahrt und wer weiß, ob es da läuft. Von daher, toller Fisch fürs Board. So, den Müll, den wir gerade gefangen haben, nehmen wir natürlich mit, ist ja klar. So langsam muss ich hier, glaube ich, zur B-Mannschaft greifen. Also natürlich auch durch die Brückenkontakte, aber auch durch die Fischkontakte sind die Köder so langsam hin. Und das ist echt die Farbe, die mir hier im Moment am meisten Vertrauen gibt. Aber vielleicht finden wir noch einen. Ansonsten wird sicherlich so ein Dekor hier auch gut funktionieren. Tatsächlich fische ich hier relativ schwer. Es ist gar nicht tief. Vielleicht so 2,50 Meter an den tieferen Stellen. Aber einmal komme ich ansonsten schlecht mit dem Wind klar, was die Schnurbögen angeht. Und erreiche auch nicht die Wurfweiten, die ich brauche, weil ich ja wirklich nur so ganz kurze Schwünge machen kann. Plus hier ist wirklich sehr viel Strömung drauf durch den Regen der letzten Nächte. Was aber gut ist und die Zander so ein bisschen in Fahrt bringt, denke ich. Die große Frage ist, was das für die Polderstrecke heißt, die ich noch auf dem Zettel habe. Weil dafür fahren wir weit. Und wenn der sehr trüb ist, könnte es nochmal knifflig werden, was die Barsche angeht. Debüt hin oder her, der Mann hat sich richtig Gedanken gemacht. Wo wir gerade von Poldern sprechen, wie läuft's bei David? I don't know what to do. Ja. Oh. Come on. No. Fuck me. Come here, you. Wow. It just casually jumped in the net. Wow, how cool is that? Oh, that was cool. That was brilliant. So let's go on the grass. That's a nice 80 fish, I believe. That's a nice 80 fish, I believe. 79, right? 79 centimeters. That's beautiful. That's great. That's what we needed. Let's put it back and get some more. Nice, spiky, beautiful.
Go in there. There she goes. She's in here, folks. Yes. A couple more. That's beautiful. Kann sich durchaus sehen lassen. David verdichtet das Geschehen noch mehr. Nur Daniel muss etwas abreißen lassen. Zumindest übernimmt sein Landsmann aber kollegial das Marketing. This thing got me so many fish. Zander, pike. It's totally messed up. Got this from Sander Groeneboom a while back. It's still working. Look at that, how it's been teared up. Hold a little bit longer. Stay a little longer, dance all night. Dance a little longer. Follow you close, alone in the crowd. Don't see you right, stay all night. Stay all night, stay all night. So we arrived in a large canal, trying to get a big sander or a perch while shore walking with a drop shot rig. Super slowly, try to give them a lot of time to attack the lure, and let's see what happens. Wir sind an der nächsten Stelle. Hier wäre das Ziel, ein Hecht zu fangen. Mit dem Barsch rechne ich jetzt hier nicht so. Hier hatte ich noch nie Barsche, aber schon oft Hechte. Auch schon richtig schöne. Hier konnte ich mal beobachten, wie ein Hecht eine ausgewachsene Ente verspeist. Ich habe auch mit dem Handy gefilmt, aber wie das so ist, man ist nervös, drückt drauf, es nimmt nicht auf, drückt nochmal und dann nimmt halt eine 0,2 Sekunden Sequenz auf. Aber hier gibt es auf jeden Fall Hecht, muss nur einer beißen. Freunde, vom 28. bis 30. November findet das Offline-Event des Jahres statt. Europas größte Angelmesse, die Angelwelt Berlin, öffnet ihre Pforten. Gemeinsam mit Savage Gear und dem B1 Boot Center erwarten wir euch auf dem größten Stand der Messe. Und natürlich könnt ihr wie jedes Jahr etliche YPC-Angler, wie zum Beispiel Johannes Gasser von LMAB, Luis Mendes von Monkey Lures, Enrico Di Ventura von Fox Rage, Max Guder von Savage Gear und Markus von Oy von Bullseye treffen. Doch dieses Jahr haben wir noch ein ganz besonderes Highlight für euch. Mit Robert Wagner und Gulla Barbecue kommt Europas größtes Barbecue-Restaurant direkt bei uns auf den Messestand. Und jetzt kommt's. Wer für mindestens 100 € bei uns am Stand einkauft, der bekommt von Gulla Barbecue einen köstlichen Pulled Pork oder Pulled Beef Burger gratis on top. Wir werden insgesamt 1500 Burger da haben, verteilen die über die 3 Tage. Aber natürlich gilt das Angebot nur, solange der Vorrat reicht. Wenn du noch kein Ticket hast, mit dem Code ANGELN2025 sparst du 5 € beim Online-Ticketkauf. Wir sehen uns in Berlin. Liebe Catch-and-Cook-Fans, für all diejenigen, die gerne mal einen Fisch mitnehmen und ihn verspeisen, für die haben wir unsere LMAB Zubehör-Range etwas erweitert, nämlich um einen Fischpriest, einen Fischbetäuber zum weitgerechten Betäuben der Fische. Dann haben wir ein Filetiermesser, mega scharf, und wir haben auch noch ein Filetier-Set. Da ist ein Messer bei, ein Messerschleifer und wir haben auch noch einen schnittfesten Handschuh, damit das Ganze unfallfrei über die Bühne geht. Viel Spaß beim Fangen, beim Zubereiten und natürlich beim Verzehren. Mahlzeit! Gleiche Stelle, gleiche Welle. Ich habe ja gesagt, wir machen die Essenz von dem, was funktioniert hat. Jetzt mit einer kleinen Anpassung. Habe mir als allererstes mal einen kleinen Topwater-Popper von Stucki drauf gemacht. Hat schon sehr gut funktioniert und letztes Mal, ich habe die Routen vergessen, ich bin gerannt. Und letztes Mal kam der erste Fisch ja auch auf einem sehr flach laufenden Twitchbait. Deswegen probieren wir jetzt mal Topwater und gucken mal, ob wir aus dem 40er Barsch 90 Punkte machen können. Just missed a small perch. Or a very small zander. Fuck the spot. Next spot.
Fisch, ein Hecht. Der ist schon oben, das muss ein Hecht sein. Oh, hier ist so viel Strömung, Mann, Mann, Mann. Ja, das ist ein Hecht, ich höre das schon an der Schnur. Schlecht gehakt. Immer schwierig an der Oberfläche, aber auf der anderen Seite meine beste Chance zu keschern. Jetzt könnten wir Glück haben. Oder auch nicht. Uiuiuiui. Ja, das ist eine ganz knappe Kiste, Leute. Ganz, ganz knappe Kiste. Da kommt. Ja. Oh, wir haben ihn. Wir haben ihn und es ist ein strammer Fisch. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Wir gehen mal eben da vorne hin, das sind nur 3-4 Meter, da ist Wasser. Da können wir den Fisch viel besser behandeln. Da es ja hier nur so harten Boden gibt, ist mir das allemal lieber, wenn wir die Schleimhaut des Fisches so gut schonen, wie es möglich ist. Der Fisch ist gesichert. Idealerweise schlägt er jetzt nicht. Vielen Dank. Ich werde bestimmt gleich noch mal ein bisschen Alarm machen. Und soll sich dabei natürlich gar nicht verletzen. Deswegen immer entweder in den Kescher oder ins Wasser. Auch ihr wollt euch natürlich dann nicht verletzen bei so einem Handling. Und bei so einem Kiemgriff muss man auch wirklich vorsichtig sein, dass man die Kiembögen nicht verletzt. Ich halte ihn jetzt nur ganz locker und würde ihn zurück in den Kescher rutschen lassen, wenn notwendig. Aber so geht's. Jo. Wie unnötig. Das ist mir auch noch nicht passiert. Tja. Ja, das kommt davon. Gut, kann man nichts machen. War bestimmt mit 70er Fisch. Hätte ich sehr, sehr gerne gehabt. Aber ist jetzt so. Eigene Dummheit. Geht nicht anders. Ja, ich wollte den Fisch hier in der Rinne messen. Ja, auf einer Wasserschicht. Natürlich alles super nass, was auch gut ist. Und war mir eigentlich sicher, dass ich den Fisch gut im Kiemengriff habe. Und dann ist er mir tatsächlich über die Finger gerutscht, weil er dann nochmal geschlagen hat. In einer ganz blöden Position auch. Ich hätte vielleicht das Netz da irgendwie ein bisschen besser platzieren müssen oder so. Ärgert mich natürlich total. Wäre ein super, super wichtiger Fisch gewesen. Dann hätte ich nur noch einen Barsch gebraucht für eine volle Karte. Aber ja, was soll ich jetzt sagen? Also, das ist, ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich irgendwie, weil ich den Fisch besonders gut behandeln wollte, jetzt hier einen Fehler gemacht habe. Das ist einfach dumm. Muss man anders machen. Vielleicht die Aufregung oder so. Ist jetzt passiert. Natürlich auch vor dem Blick möglichst vieler Menschen, die applaudierend haben und so. Aber der Fisch ist wieder im Wasser, dem ist nichts passiert. Am Ende sind es ein paar Punkte, die natürlich wichtig sind, aber ist jetzt so. Come on. Ach Leute, auch wenn's weh tut, das gucken wir uns doch noch mal in der Wiederholung an. Nach der selbstverschuldeten Keschermühsal aus der letzten Episode war dieser Fumble möglicherweise dann der eine Fehler zu viel. Und trotzdem finde ich Inos besonnene Reaktion mehr als bewundernswert. Daraus wird er lernen. Wir schalten rüber zum meist fehlerlosen Champion. Oh, it's not gonna make it, I guess. Yeah, I'm not sure. Would it be 42?
40. Close, but no cigar. Good bite. Ich habe jetzt dreimal gesagt, letzter Wurf und da war der Biss. Oh, ich kotze im Strahl. Ja, ich bin jetzt gerade am Überlegen mit der Strategie. Als nächstes werde ich sehr, sehr wahrscheinlich Hechtangeln gehen. Und ich glaube, wenn ich 3 starke Hechte fange, habe ich mit den Zandern vielleicht eine Chance. Keine Ahnung, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das ohne Barsch hier funktioniert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die anderen auch alle so schlecht gefangen haben. Ich meine, Ton ist dabei. Ton ist einfach Maschine. So, jetzt muss da hinten noch mal einer hin, wo ich den Biss hatte. Und dann müssen wir hier echt weg. Genau da war der Biss. And I don't wanna miss a thing. Even if I close my eyes. The bike strikes so hard they not still miss. But still I don't miss a thing. I first make these casts to the other side. Because if I make a long cast now and I catch one pike, these pike that is sitting here, it might be spooked. So do your short cast, and that applies to all your fishing, also zander fishing. Check close at your groin that you're fishing, and try to fish those to actively fish on those that are close by, so you're not spooking those that are further behind. What am I saying? Bullshit. The other way around. Goed verhaal. Good story. Very short. Come on. Ja, ich tue mich echt schwer im Moment. Ich habe mich entschieden, Risikoplan zu fahren, das Gewässer vom Ufer zu befischen. Gezielt auf große Fische, große Hechte, große Barsche. Bis jetzt bin ich fast nur rumgefahren, ein bisschen am Ufer rumgestapft, gemerkt, dass ich nicht dahin komme, wo ich möchte, weil ich das Gewässer sonst halt immer vom Boot fische. Ja, und jetzt ein bisschen am Zweifeln, ob ich hier noch ausharren soll, das durchziehen, bis ein Fisch kommt, oder sagen, ich gehe zu den Plätzen, wo ich trainiert habe und versuche da halt separat einen Barsch und einen Hecht zusammenzukratzen. Aber auf jeden Fall läuft der Plan jetzt noch nicht, wie ich mir das vorstelle, aber irgendwie habe ich das Gefühl, es kann schon noch ein dicker Hecht und ein Barsch kommen. Also ein bisschen Zeit gebe ich dem Gewässer auf jeden Fall noch. Wir haben ja noch eine Stunde mehr heute. Noch kein Grund, nervös zu werden. Im zweiten Drittel geht die Strategie aber bei mehreren Anglern nicht auf wie gehofft. Der speziellste Angler der Runde macht erwartungsgemäß das Beste draus. Hi, I am the Bushman and today we are going into the wild to search for a perch. Follow me. Okay, I found a nice spot in the middle of the trees and I hope the perch are home. Let's just start here. Alter, das ist ein Scheiß. So viel Gegenwind, da muss ich gar nicht probieren. Nichts passiert. Wow, this wind is ridiculous, man. Hey, das passt mir nicht. Es ist so zu viel Wind hier vorne. Das ist wirklich ein bisschen, passt jetzt gerade alles nicht so zu dem Spot für den Moment. Deshalb fahren wir schon wieder weiter. Ich habe ja kein gutes Gefühl, ich mache Planänderung. Big Fish, schön und gut in Gedanken. Ich kann an anderen Orten auch dicke Fische fangen. Aber hier, ich bin mehr am Rumklettern als am Angeln und ist ja ein Predator Cup, nicht ein Tracking Cup. Schön war's nicht. Wir sehen uns wieder hier vom Boot oder mal, wenn es nicht so windet wie heute, dann geht es auch noch ein bisschen besser. Weiter geht's. Ja, nach langer Fahrt sind wir jetzt an einer bekannten Stelle angekommen aus der Gruppenphase vom ersten Tag. Ich wusste, dass es windig wird, aber hatte gehofft, dass es nicht so schlimm ist, wie es dann jetzt tatsächlich ist hier in der Praxis. Hier ist sehr viel freies Land.
Und blöderweise weht der Wind hier unter der Brücke durch, sodass Topwater wahrscheinlich nicht möglich sein wird. Das war ein bisschen meine Hoffnung. Ja, ich schaue mal, dass ich vielleicht auf andere Methoden jetzt hier auch einen Fisch bekomme. Denn ich brauche ganz dringend einen Barsch, um die Option auf eine Full-Card zu haben. Und dann natürlich noch einen weiteren Fisch, um die Full-Card dann auch wirklich voll zu machen. Jetzt wird es richtig spannend für mich. Also Daumen drücken, wenn möglich. Und ja, lass uns hoffen, dass die Barsche trotz des Wetters ein bisschen Lust haben. Here the good part starts, becomes deep. Come on, duck! Perch, 45. Yeah! It's a perch. Yeah. Full card. Nice. Yeah. 31? So a small perch, 31 centimeter. Let's put him quickly back and continue fishing here. We got a full card. That's something. Die Zahlen sind sicher noch ausbaufähig, potenziell dennoch ein wichtiger Fisch. Mit Beginn des letzten Drittels distanziert Ton die Verfolger auf über 100 Punkte. Und die Bedingungen sind mittlerweile erheblich erschwert. Oh. Ja, es ist so viel Welle drauf, dass man selbst mit einem Popper vermutlich nicht genug auffällt oder die Barsche da vielleicht gerade auch keinen Bock drauf haben. Ich werde jetzt mal ein Crankbait versuchen, um da möglichst viel Lärm zu machen in der unteren, mittleren Wassersäule. Und auf der anderen Route habe ich im Moment noch den Turbo-Louis, also einen Jigspinner. Ich werde mir jetzt noch einen Gummi mitnehmen, denn ich kann nur hier meine Köderwechsel machen. Da vorne steht Wasser. Hier wird so viel Wasser reingedrückt, dass der Wasserstand ungefähr einen halben Meter höher ist als zu Beginn der Woche. Ich glaube, dass die andere Seite jetzt etwas effektiver ist, weil die A den größeren Schattenwurf hat. Da hatten wir Anfang der Woche keinen Fisch, oder ich. Und da ist auch ein bisschen ruhigeres Wasser. Das macht mir nochmal Hoffnung. Aber es nützt alles nichts. Ich muss das jetzt hier einmal konzentriert ausfischen, so gut es irgendwie geht. Dann werde ich rübergehen auf die andere Seite und das gleiche da auch nochmal machen. Denn ich brauche diesen Barsch so oder so. Ich habe hier noch eine zweite Stelle, die nochmal einen kleinen Barsch bringen kann. Aber das muss jetzt erstmal hier zumindest so weit ausgefischt werden, dass ich mir sicher sein kann, hier geht nichts oder ich ihn eingefangen habe. Too small, I guess. Yeah, 28. Let's go. Hecht, leider. Ah, was ist leider, aber. Ich hatte gerade einen ganz vorsichtigen Anfasser. Ich fische gerade einen Krabby Louis hier ganz nah am Grund, relativ schwer am Skirted Jig. Der Hecht den einfach nur aufgesammelt. Ganz vorsichtig. Ja, und dann habt ihr gesehen, was passiert ist. Er ist einfach ausgeschlitzt. Ich fische hier natürlich keine ganz schwere Route, weil das sonst auch einfach nicht funktioniert mit den Barschködern. Kann auch sein, dass deswegen keine Barsche da sind. Aber es ist eine 28 Gramm Route, also das ist schon okay für so einen Hecht, der war vielleicht 70. Tja. Let's go back to the car, to the small bridges.
The sun is too high, I think, for this kind of stuff. Let's fucking go! Wollen wir zusammenfahren? Hast auch noch kein Hecht und kein Barsch? Alter, ich auch nicht. Tja, Holland ist so groß und am Ende doch so klein. Und er bügelt jetzt an dem Barspot, wo ich ziemlich sicher auch hinwollen würde. Das weiß ich. Oder er macht jetzt doch Hechte erst, wie er gesagt hat. Aber ich glaube, der Barsch lässt ihm keine Ruhe. Pah, schon wieder am Grübeln. Es wird nicht einfacher. Ei, ei, ei. Der Plan für den Zander ist auf jeden Fall aufgegangen, dass mal ein Barspot nicht funktioniert, vor allem wenn er so behämmert wird wie der hier. Das ist wenig verwunderlich. Zum Glück habe ich noch eine, vielleicht zwei Alternativen. Jetzt gucken wir mal, dass wir ganz, ganz schnell 3 Hechte fangen. Egal wie groß, Hauptsache 3 Hechte. Rucki zucki und dann läuft das Ding wieder. Heute bin ich nicht so ganz im Flow, ich komme nicht rein. Ich mache jetzt eine Stelle, die war auch nicht geplant. Das ist auch nicht das erste Mal, wo ich hier fische, aber jetzt schon lange, lange, lange nicht. Und das wird auch viel befischt, werdet ihr nachher sicher erkennen, die Stelle. Aber, ich sehe schon, da stehen sogar Boote. Und da sind die nächsten Angler, wo aussteigen hier. Ich glaube, wir drehen gleich wieder. Okay. Ja, hätte ja sein können. Naja, ich mag gerne ein bisschen Platz beim Angeln, auch im Tournament. Deshalb fahre ich jetzt doch weiter. So guys, we arrived to the next spot. Also one you might recognize from YPC. Trying to upgrade a zander or a perch. Let's go. Zou je het erg vinden als ik op de brug ga staan? Ah, oké. 80 en 76. Dat zijn mooie vissen. Knap gedaan. The fish is here. He got them. There's much bait here. Oh! Missed one. Ja, ik mis er een. Goeie snoekbaars. Gut, Plan ist der folgende. Wir fangen jetzt schnell 3 Hechte. Hab wieder einen Prop Dusty Swim dabei. Ich habe den Swinger dabei. Ich habe, weil ich so letztes Mal ja so viele Fehlbisse hatte, mir einen 12 cm Shad fertig gemacht mit 2 Gramm vorne dran. Und die Maus, die turnt hier unten auch noch drin rum mit dem Real Rider Curl. Aber ich habe leider keine Zeit zu quatschen. Wir müssen jetzt echt rennen. Ich brauche ganz, ganz schnell 3 Hechte, egal wie groß, und dann geht's weiter auf Barsch. Also. Man fragt sich, wieso er die ganze Zeit von 3 redet, wo doch 2 fürs Erste genügen würden. David hat den Hechten inzwischen abgeschworen und widmet sich nun trotz übler Umstände seiner Lieblingsdisziplin. So this is no finesse today. It's heavy winds here in our faces. All that matters is that you get your lure as far as possible. And for that we have the Yase LTD Perch Distance, a rod that has been specifically designed for this purpose. I could help with the development of this rod, so that's really cool. And now I have to show why and when it's really applicable. So let's see how and what if there are perch here. Jawohl. Ah, geil. Schön. Ja, da ist man ja mal froh, dass man hier das Koko hat. Okay, Haken Nummer 1, der wäre in 100 Jahren nicht abgegangen. Haken Nummer 2.
Der Swinger hat's gerichtet, das geile Teil, ey. Wow. 82. 82er, jawohl Leute, Alter. Volleinschlag, fast volle Distanz. Gerade noch gesagt, jetzt beginnt die gute Ecke. Ah, nice. Okay. So kann's laufen, richtig geil. Jawohl. Ganz gesund schwimmt er zurück. Boom, 82er, das sind gesunde Punkte. Jetzt brauchen wir noch 2 davon. Im Hinblick auf Hechte klang Roman fast schon verdächtig selbstbewusst. Jetzt wissen wir wieso. Der Mann von Fish Explorer springt auf Platz 2 und damit verbleibt allein Markus hechtlos. Nach einer gefühlten Ewigkeit im Auto ist der Schweizer jetzt aber zunächst im Barschrevier. So, jetzt seht ihr Magie. Jetzt wird wieder gezaubert. Ich brauche ein bisschen Magie, sonst klappt es nicht. Mit Skills alleine klappt es heute nicht. Nee, ja, jetzt bin ich recht weit gefahren, Spotwechsel gemacht in ein ganz anderes Gebiet. Ich habe hier 3, 4, 5 kleine Barschstellen. Ich brauche nur einen Barsch, der muss halt jetzt beißen. Drückt mir die Daumen. Ja, Déjà-vu, die Kombi hatten wir schon mal. Kameramann Olli und ich. Damals, glaube ich, mit einem 39er Barsch, wenn ich mich recht erinnere. Den nehme ich heute auch gerne. Also ich bleibe optimistisch. Ich brauche nur einen Barsch und hier unten steht sicher mehr als ein Barsch rum. Er muss halt nur beißen. So, schauen, dass wir die nicht schon spooken. Bisschen vom Wasser wegbleiben, bisschen ruhig. Ich starte mit einem Jig Spinner. Der Hoffnung, dass gleich der erste drauf hackt, dann wäre es erledigt. Boah Leute, ich sage euch, Tobias Santa ist such a pain. Wenn du nicht bis Weihnachten auf Geschenke warten willst, nutze deine Chance auf eine der letzten Kalendern. Garantiert 24 Mal. Wow. So Leute, ich muss los. Hey Leute, ich habe hier was richtig Tolles für euch. Die My Ilex Selection Markbox 2025. In dieser Box habe ich zusammen mit Ilex eine feine Köderauswahl zusammengestellt, die perfekt zu meinem Angelstil passt. Und viele davon in exklusiven Sonderfarben, die ihr nur in dieser Box bekommt. Enthalten sind einige meiner absoluten Favoriten. Jeder Köder ist sorgfältig ausgewählt, damit ihr direkt am Wasser durchstarten könnt. Und obendrauf gibt es noch ein exklusives Ilex Cap, eine Autogrammkarte und sogar eine limitierte Ilex Backhahn. Aber Achtung, diese Box gibt es nur in einer begrenzten Stückzahl, also warte nicht so lange und sichere dir jetzt deine My Ilex Selection Markbox und sei bereit für dein nächstes Angelabenteuer. Und denk dran, bald ist Weihnachten. Mit dieser Box hast du eine super Geschenkidee. Festgesetzte Haken in deinen Klamotten, zerkratzte Dekore und Ködersalat durch verhedderte Haken. Schnelle Session geplant und kein Platz für sperrige Tackleboxen. Die neuen LMAB Lure Sleeves lösen all diese Probleme. Ob direkt in der Angeltasche, in einem Windowbag, in der Tacklebox oder sogar in deinen Klamotten. Mit den Lure Sleeves sind deine Baits und alles drumherum immer optimal geschützt und in Sekundenschnelle einsatzbereit. Ideal für Hardbaits, aber auch für Metallköder oder geriggte Gummis. Die Lure Sleeves gibt es in 13 verschiedenen Größen und zu einem sehr, sehr fairen Preis ab sofort im Handel. Enthedderst du noch oder shoppst du schon? Waar zijn de snoeken, my friend? Waar zijn de snoeken? Waar zijn de snoeken? I don't get it. 1 hour 40 minutes remaining. I'm gonna fish this bridge really carefully for like half an hour, maybe more. And then we have one more spot for the last hour. So I really need to get some fish here at this bridge. Sander, perch, pike, I don't care. I have to get fish now. Er zit een grote snoekbuis op hier, hè? Grote baars.
it's a big perch, I think. Oh, it's a zander. Yeah. Guess it will be an upgrade for me with the small perch. It's 48. A zander 48. I'm not sure if it's an improvement. I will have to calculate, but let's quickly put him back and continue fishing. Come on, I need something much bigger than that. Ich habe ja den Anfasser. Fuck, I missed a fish. Wieder auf den Zwinger, Volleinschlag. Richtig, richtig nice. Die Kleinen sind immer ein bisschen zippelig, ne? Ja, jetzt schauen wir mal, was er hat. Do you approve at 80? 80. Gut, 80er Hecht. Schön, schön, schön. Ich freue mich. Der zweite 80er. So, einen noch und dann geht's auf die Barsche, aber wie's Gewitter. Wahnsinn, wie schnell das ging. 25 Minuten reichen für 2 gute Hechte und weil Tons halbstarker Zander von eben nur marginale 0,4 Punkte wert war, übernimmt Roman mit nur 4 Wertungsfischen die Führung. Der Titelverteidiger könnte hier also durchaus noch in Bedrängnis geraten. Let's leave. Guys, it's not going well for Team Nace. One pike. We have 1 hour, 30 minutes remaining. Gonna go to our last spot of the day. It's gonna be very difficult to get a full card there, and I really expected, even though these spots are fished quite often, usually I could catch some fish, but I don't know what's happening today. We fished a lot of good spots. We're just not lucky, man. I don't know. It's weird. Traffic jam. Nothing to do about it. Let's make a plan in the car what we can do. Okay, I have here a super spot, 20 minutes. So then I can fish nearly an hour there. Yeah, then we're gonna do that. Ja. Die Zeit rennt und Ton ist nicht der Einzige, der gegen Ende zu improvisieren beginnt. Das wäre möglich. Der Wind kommt von da. Der Status quo ist, dass ich einen 70er Hecht verloren habe und irgendwie die Hechte heute mir nicht so richtig wohlgesonnen sind, außer dem einen großen. Und jetzt ist es hier überall zu windig, um auf Barsch zu angeln. Also man kann das wirklich nicht fischen. Das kann man sich kaum vorstellen. Aber hier, der Wind kommt längst durch den Polder von einem großen Meer. Und hier ist nichts außer vielleicht 5 Bäume bis zum Wasser. Und das lässt sich nicht angeln, also vor allem nicht irgendwie auf Barsch und Fein und so weiter. Das heißt, ich werde jetzt nochmal in ein etwas besiedelteres Gebiet fahren. Und das, was am nächsten ist, ich habe das zwar nicht trainiert, aber hatte mir das markiert als mögliche Barschstelle. Da werden wir wahrscheinlich keinen großen Barsch kriegen, aber vielleicht überhaupt einen. Denn alles andere ist relativ weit weg oder hat das gleiche Windproblem wie hier. Jetzt geht echt der Stress los, Mann. Warum? Also es ist die ganze Zeit natürlich Stress, aber auch irgendwo positiver. Und jetzt geht hier der Stress los. Wir lassen Ino in Ruhe die Schlussoffensive planen und gehen zu Markus, der sich dem Windproblem erfolgreich entzogen hat. Ich bin überlegen, ob ich just for fun ein bisschen Topwater probiere, weil 20 Punkte sind 20 Punkte und Drill macht Spaß. Aber ich brauche eigentlich erst einen Barsch. Ich weiß nicht, ob der überhaupt funktioniert mit Stahl, aber wir werden es gleich rausfinden. Ja, sieht ein bisschen Spitze hoch. Ja, das ging schnell, he? Just for fun. Es tut mir leid, ich bin am Ende doch nur ein kleines Kind mit einer Angel in der Hand. Aber das sind 10 Bonuspunkte, erster Wurf. So, 10 Punkte. Das ist ein schöner Hybrid hier. Nie an den Kiemen fassen. So sehen 10 Punkte aus. Ich hole noch vielleicht die zweiten 10, wenn es läuft.
Richtig, richtig geil. 2 Würfe nach dem Gerade, nach dem 80er. Jetzt hier so ein langer Schlanker, der könnte irgendwie auch Richtung 80 gehen, vielleicht 84. Wir gehen mal schnell wohin, wo wir ordentlich messen können und verarzten den und dann muss ich auf Barsche rennen. Aber so schnell wie ich kann in meinem Leben. Auf hier. Richtiger Lachs hier, richtig schlankes Ding. Und der Swinger, der hat es heute mal ganz brutal geregelt, das Teil. Richtig, richtig geil. Der ist super dünn, aber lang. 86,5. 87. 87er Schnürsenkel. Freunde, das ist super geil. Ich brauche jetzt einen Barsch. Unbedingt ganz schnell. Wow. Toller Fisch, den es nicht gebraucht hätte. Als Zuschauer beklagen wir uns aber nicht. Wenn er das Ding hier allerdings klar machen will, sollte Roman sich mit dem Barsch beeilen. Wobei an anderer Stelle natürlich noch deutlich mehr Tempo geboten ist. Last chance for today. I'm gonna try something real quick because if I throw some lures, then it's done. Arrived on the last spot of the day. I caught some good sanders here 2 days ago in the competition. I really need another good upgrade or even a bit more good upgrades. So this is why I came to this spot, which will be my last spot of the day, to try and improve my score. Let's see. Neue Stelle. Ihr seht immer noch einen top motivierten Angler vor euch, wo es heute wirklich gar nicht läuft. Ich kann es auf nichts schieben, weil ich selber die falschen Entscheidungen getroffen habe. Aber es ist noch ein bisschen Zeit und ich brauche noch einen Barsch. Im besten Fall kriege ich den hier. Das wäre das Ziel für die Stelle, einen Barsch. Wenn wir das schaffen, muss ich gucken, ob noch Zeit ist für einen Hecht. Aber erstmal Barsch, dann gucken wir weiter. Handwasser. Ah, ja, eigentlich aber. Oh Gott, glaube ich nicht. Gucken wir schnell auf den Kescher. Nee, war er nicht. Ich habe jetzt einen Barsch, aber der ist nicht groß genug. Er hat 19, also wir sind nicht so weit entfernt, aber es fühlt sich trotzdem an, als wären wir Welten entfernt. Schnell wieder zurück. Und zwar schleunigt. So. Ich weiß nicht, ob wir hier an der richtigen Adresse sind, aber so viele Optionen gibt es natürlich nicht mehr. Klares Wasser zu finden ist schwierig, tiefes Wasser zu finden ist hier schwierig. Und die Stellen, die ich kenne, sind alle viel zu weit weg. It's a fish. It's a fish. It's behind the stones. No. Fuck. What the hell happened here? I was stuck to someone's line here. I just caught a piece of braid. Too bad. I really had a fish on. Oh, shit. War ein scheiß fucking Barsch. Ich habe erst eine Grundel gerissen und danach kam ein Barsch hinterher. Das tut weh, wenn man sein Ziel schon mal vor Augen hat. Und dann geht's wieder weg. Scheiße, Mann. Need a bike. Big bike. That's crazy. That's crazy. That's a nice bike. Oh, finally a fish, man. Thought it was gonna be longer. First I saw the head, but it's a nice fish. Really thought it was super big at the beginning.
It's a big fish. It's 88. 88. Quick shot. I gotta put it back. And then I'm gonna catch another fish. Der zweitbeste Hecht des Tages, reichlich spät, aber wenn es jemanden gibt, der sich binnen kürzester Zeit euphorisieren lässt. There you go, mate. See you later. Yes! Thought it was a meter fish for the first second. I saw it going like. Hopefully I can get another pike and maybe a zender or a perch at the last bridge. Sometimes it pays off to be an idiot, make a weird cast. Weitergehen. Obwohl, treffen wir eben hier an der Ecke vorbei. Es laufen die letzten 30 Minuten. Ich bin hier in absoluten Verzweiflungsmodus. Wünschte natürlich jetzt, dass ich den guten Hecht bekommen hätte. Klar, wünscht man sich irgendwie immer Fisch. Wieder ab. Hat sich ein bisschen besser angefühlt, heißt nichts, weiß ich. Damit ich wenigstens damit einem kleinen Barsch, wenn einer kommt, der maßig ist, die Karte voll hätte. Wenn wir dann jetzt hier einen Barsch bekommen, der maßig ist, habe ich natürlich auch noch einen Fisch, den ich brauche. Vielleicht kriegt man dann noch zwei, ne, schon klar. Aber wenn schon keine Full Card, dann hätte ich natürlich dieses Halbfinale mit so starken Gegnern zumindest mit ein paar großen Fischen und ein paar großen Punkten irgendwie bestritten. Zwei gute Fische habe ich gefangen. Das Glück und Pech liegen da nah beieinander, aber dass es jetzt an sowas krankt, ist schon auch ein bisschen bitter. Aber ja, andere hatten auch Pech schon im Turnier, das ist einfach so. Und manches ist ein bisschen der Anspannung geschuldet und manches ist einfach Pech. Man verliert im privaten Angeln ja auch immer mal einen Fisch und so passiert. So, jetzt gibt es noch mal eine ganz schnelle Nummer auf einer der bekanntesten Buhnen der Niederlande. Auf geht's, ich habe keine Zeit zu verlieren, kann ich quatschen. Ich erzähle euch gleich was, wenn ich einen Barsch habe. Tschüss! Das ist wieder typisch Barsch. Auf dem zweiten Wurf kriegst du einen Nachläufer und dann siehst man wieder nichts mehr von den Viechern. Das ist unmöglich. Ei, ei, ei. Number one. Let's quickly measure. 51 centimeters, very small upgrade. Let's continue fishing. Oh, bitte, bitte lass es den Barsch sein. Bitte. Ah! Zander. Die letzten Minuten brechen jetzt an und vielleicht kommt noch ein maßiger Fisch. Oh Mann, wie süß. Guck mal, die wartet hier mit mir auf den Fisch. Das gefällt mir gut. Ei, 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 ei. Na Katze, machst du mit mir die Abmoderation? Hey. Das war's, Freunde. Der Tag ist vorbei. That was our adventure, our journey of YPC, our first encounter. I hope you liked my performance. Today was not good. I think we did all we could. We visited 10 spots or more. We did big canals, small canals, polders, anything you want to imagine, but we simply couldn't get a big fish. Ja, das war's für mich, würde ich sagen. Bei den Barschen habe ich mich jetzt noch mal ein bisschen verzockt. Den Wind hätte ich vielleicht mir noch mal genauer angucken sollen. Heute Morgen sah das noch besser aus. It's not my day today, but yeah, sometimes that's fishing. Sometimes you don't get what you want. Try to catch everything, pike, perch, zander. Only got 2 pikes. Decent ones though, but yeah,
Der Barsch fehlt, das ist nicht gut, da kann man noch so große Zander fangen. Jetzt kann ich natürlich hoffen, dass die anderen heute auch hart reingeschissen haben. Von mir gab es leider nicht so viel Nennenswertes zu sehen. Ich habe morgens relativ zügig die 3 Zander zusammen, in mittleren Größen, und ab da würde ich am liebsten alles rückgängig machen. Die verlorenen Hechte tun jetzt natürlich richtig weh, oder der verlorene Hecht tut natürlich richtig weh jetzt. Aber das ist so. Bin mir sicher, es gab auch heute wieder einige Full Cards mit dicken Fischen drauf. Fettes Petri an die Angler, die es geschafft haben. I have an average of 70, 71, which I fear is not going to be enough in this strong half final. Man kann ja auch nicht das erste Mal mitmachen und dann direkt ins Finale durchmarschieren. Gegen so Gegner wie Ton oder Daniel oder so. Das wäre auch frech. Von daher, danke fürs Daumendrücken, hat mir total Spaß gemacht. Und wir sehen uns gleich noch kurz bei der Siegerehrung. Macht's gut, bis dann. Hope you guys at least enjoyed, but I think I'm not going through to the next round. We'll see. But yeah, while you're here, leave a like. Ich hoffe, ihr hattet richtig Spaß beim Zuschauen. I hope you enjoyed it. I did. I learned a lot and I had so much fun with all these guys here. And maybe see you another time. And I wish you all the best luck at water. And good luck. See you. Wir sehen uns bei der Preisverleihung. Mir hat es riesen Spaß gemacht. Falls ich raus sein sollte, dann vielen Dank an meinen Sponsor Fish Explorer, dass ich das wieder erleben durfte hier. Ist einfach eine Wahnsinnserfahrung. Und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was erklären. Habe ein paar Lacher verursacht. Nicht nur, weil ich so lustig bin, sondern auch, weil ich Fische verknallt habe wie ein Wahnsinniger. Lange Rede, gar keinen Sinn. Wir sehen uns gleich bei der Ergebnisverkündung. I want to take this chance to thank Westin for letting me participate for the 5th time. See you next year and we see each other on the prize giving. YPC Bank, Uferangeln. Das ist was für die wahren Krieger. Uferangeln. Welcome back from a very, very tough fishing day, I think. All of you had serious struggles. Either you didn't find the big fish or you didn't fill the cart. David caught the first fish in the morning. Markus made the only topwater points today. Ino caught the biggest pike. Roman the biggest zenders. And maybe a surprise, your perch were the longest ones today. I will now announce the 2 anglers who will travel with us to an unknown place, fish there and try to win this trophy. The winner of this group, thanks to the best average size today, is Roman Jakutsu. Congratulations. Congrats, man. Congrats. And then we have a second ticket, and it goes to the angler with the most catches today and with the only full card. Congratulations, Ton van Am. Und damit geht ein doch irgendwie kurioser Angeltag zu Ende. 4 starke Fische reichen Roman und Ton, erneut der konstanteste Angler, zieht zum 4. Mal in Folge ins YPC Bank Finale ein. Ino auf der anderen Seite ist die tragische Figur dieses Halbfinales, denn Hand aufs Herz. Wenn der eine Hecht nicht sogar landentfleucht wäre, hätte die Premiere des Oldenburgers einen noch besseren Verlauf nehmen können als ohnehin schon. Trotzdem gratulieren wir zu einem fantastischen Debüt und bauen darauf, dass Ino auch in der kommenden Staffel wieder dabei ist. Gleiches gilt auch für David und Daniel, die diese Auflage mit Humor und Kompetenz bereichert haben. Und zuletzt verabschieden wir uns von Markus, dem einmal mehr nur Nuancen für den großen Finalwurf gefehlt haben. Die ersten 2 Finalisten stehen also fest. 2 weitere gilt es zu ermitteln. In der anderen Zwischengruppe treten ab kommender Woche Kevin Imhoff, Enrico Di Ventura und Anton Holzleitner aus Gruppe C gegen Max Guder, Mark Paczowski und Marius Schepp aus Gruppe D an. Wie schon in der Vorrunde erwarten uns hier taffe Angelbedingungen, aber diesmal auch, so viel sei verraten, der ein oder andere Ausnahmefisch.
Nächsten Sonntag 18 Uhr geht's los und wer vor dem Spießrutenlauf im Advent noch ein paar Geschenke für die Angelfreunde eintüten will, findet die auf hechtundbarsch.de. Ciao.